Sie interessieren sich für Enterprise Architecture? Als Unternehmensarchitekt möchten Sie Business und IT aufeinander abstimmen? Sie möchten den TOGAF-Standard kennenlernen und überlegen, eine TOGAF-Schulung zu besuchen? Dann sind Sie in diesem Video genau richtig. Ich bin Christopher Schulz von Palladio Consulting. Ich bin Enterprise-Architekt und autorisierter TOGAF-Trainer. In diesem Video erklären wir Ihnen den TOGAF-Standard, dessen Nutzen, Kernkonzepte sowie die Foundation- und Practitioner-Zertifizierung kurz und knackig. TOGAF ist ein Best-Practice-Ansatz für Enterprise Architecture Management oder kurz EAM. Das Rahmenwerk ist wie eine Toolbox. Es hilft Ihnen bei Business-Transformationen und Architekturentwicklung in Ihrer Organisation. Auch im Projektportfolio-Management sowie bei Governance-Themen unterstützt Sie der Standard. Doch wer verwendet das TOGAF-Framework überhaupt? Weltweit über 180.000 Enterprise-Architekten in großen und kleinen Unternehmen. Organisationen wie der Flugzeugbauer Boeing oder das Verteidigungsbündnis NATO stützen sich auf den TOGAF-Standard. Fokus ist das Business-IT-Alignment, also das Ausrichten der IT auf die Anforderungen der Fachbereiche bzw. dem Einsatz neuer Technologien durch das Business. So setzt Boeing den TOGAF-Standard für die Standardisierung seiner Technologiearchitektur ein. Mit TOGAF konnten überflüssige Systeme reduziert, das Risikomanagement verbessert und IT-Investitionen an den Geschäftszielen ausgerichtet werden. Die NATO wiederum entwickelt mit dem TOGAF-Standard eine Unternehmensarchitektur für missionskritische Abläufe. Die Effizienz wurde gesteigert und das technische Zusammenspiel zwischen den Mitgliedstaaten standardisiert. Das sind alles keine fiktiven Case Studies, sondern praktische Anwendungsbeispiele aus dem echten Leben. Schauen wir uns die wichtigen Stärken des TOGAF-Standards genauer an. Das Framework schafft eine gemeinsame Begriffsbasis. Diese vereinfacht die Kommunikation von Business und IT in Breite und Tiefe Ihrer Organisation. Das TOGAF-Framework gibt Ihnen Orientierung beim Einsatz von Unternehmensarchitekturen in strategischen, fachlichen und auch technischen Fragen. Konkret beschleunigt der Standard Ihre Architekturarbeit mittels Prozessschablonen, Ergebnisvorschlägen und auch Architekturchecklisten. Auch besitzt das Framework eine hohe Bekanntheit und Verbreitung. Weltweit sind inzwischen über 180.000 Personen für den TOGAF-Standard zertifiziert. Und schließlich liefert das Framework viele Beispiele und Praktiken für die Risikoreduktion im Architekturmanagement. Doch was ist eigentlich der TOGAF-Standard? Werfen wir einen Blick hinter die Kulissen. Beginnen wir dazu mit dem Betrachtungsgegenstand, der Enterprise Architecture, zu Deutsch Unternehmensarchitektur. Enterprise Architecture umfasst zwei Begriffe, Enterprise und Architecture. Der TOGAF-Standard sieht ein Enterprise als Menge von Organisationen mit gemeinsamen Zielen. Das kann ein Konzern, ein Start-up, eine Fachabteilung oder eine Partnerschaft von mehreren Unternehmen sein. Denken Sie an große Firmen wie Volkswagen oder Siemens, aber auch Hidden Champions aus Oberbayern oder von der Schwäbischen Alb. Wichtig, ein Enterprise ist nicht notwendigerweise ein Wirtschaftsunternehmen, sondern kann ebenfalls eine Non-Profit-Organisation oder eine öffentliche Behörde sein. Beispielsweise ist in Deutschland das Bundesfinanzministerium eine Enterprise, aber auch die Gemeinde Gräfelfing bei München. Das bringt uns zum zweiten Begriff, Architecture. Für den TOGAF-Standard ist eine Architecture die Struktur von Komponenten, ihre Beziehungen sowie die Prinzipien und Leitlinien, die ihr Design sowie ihre Evolution über die Zeit definieren. Denken Sie bei einer Architektur an Elemente, die in Wechselwirkungen stehen und gezielt weiterentwickelt werden. Typische Elemente in einer Organisation sind die Geschäftsprozesse, die IT-Systeme sowie die Infrastrukturkomponenten. Damit beschreibt die Enterprise Architecture, wie eine Organisation aufgebaut ist und wie diese Elemente sinnvoll zusammenwirken, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Das Konzept Enterprise Architecture ist damit klar, die Architektur einer Organisation. Doch was genau ist jetzt das TOGAF-Framework? Kommen wir zur aktuellen Version des Standards. Das Framework unterscheidet zwischen dem TOGAF Fundamental Content und den TOGAF Series Guides. Der Fundamental Content besteht aus 6 Kerndokumenten,
mit Basiskonzepten der Architecture Development Method, ADM-Techniken, Architekturergebnissen sowie der Enterprise Architecture Fähigkeit. Die wachsende Zahl an Series Guides unterstützt spezifische ERM-Anwendungsfälle wie Sicherheitsarchitektur, digitales Unternehmen oder Businessfähigkeiten. Daneben finden Sie in der TOGAF Library nützliches Begleitmaterial. Doch wie hilft der Standard ganz praktisch in Ihrer Architekturarbeit? Lassen Sie uns weiter in TOGAF Schlüsselkonzepte einsteigen. Das TOGAF Framework unterteilt eine Enterprise Architecture in 4 Architekturdomänen: Business, Data, Application und Technology Architecture. Mittels der Business Architecture definieren Sie Geschäftsstrategie, Unternehmensgovernance, Organisationseinheiten und natürlich die Kernprozesse. Mit der Datenarchitektur legen Sie die Struktur der Datenelemente fest. In der Applikationsarchitektur beschreiben Sie die Anwendungen samt ihren Schnittstellen. Schließlich präzisieren Sie durch die Technologiearchitektur die Hardware Ihrer Organisation. Die Technology unterstützt die Application und Data Architecture, die wiederum die Business Architecture automatisieren. Als Enterprise Architekt agieren Sie domänenübergreifend. Sie sind der Wandler zwischen den Welten, richten Business und IT stetig aufeinander aus. Für die Unternehmensarchitektur heute und die Unternehmensarchitektur in Zukunft. Der Aspekt der Zeit bringt uns zu einem weiteren Schlüsselkonzept des TOGAF-Standards. Unternehmensarchitektur entwickeln Sie für verschiedene Zeitpunkte den sogenannten Architecture States. Die aktuelle Unternehmensarchitektur ist der Baseline State, also der Ist-Stand. Demgegenüber steht die Target Architecture, die Zielarchitektur. Dazwischen, zwischen Ist und Ziel, haben wir ein oder mehrere Transition Architectures, also Zwischenschritte. Diese realisieren zum Teil die Zielarchitektur für einen spezifischen Zeitpunkt. Im ERM erheben Sie die Baseline Architecture und vereinbaren Sie die Target und die Transition Architectures. Wo stehen wir? Was ist das Ziel? Welche Ausbaustufen sind dazwischen sinnvoll? Diese Fragen leiten Ihre Architekturarbeit. Doch wie läuft das ERM eigentlich ab? Werfen wir einen Blick auf das Herzstück des TOGAF-Standards. TOGAF Architecture Development Method definiert Ihr Vorgehen in der Architekturarbeit. Die 10-phasige Methode ist das Kernelement des TOGAF-Standards. In jeder Phase fokussieren Sie auf einen spezifischen Aspekt im ERM. Zu Beginn in der Preliminary-Phase steht der Aufbau Ihrer Architekturfähigkeit. In den Phasen A bis D schließt sich die Entwicklung der 4 Architekturdomänen an. Während in Phasen E und F konzentrieren Sie sich auf die Umsetzungsplanung. In Phase G begleiten Sie dann die Umsetzung durch die Implementierungsprojekte. Phase H dient der Weiterentwicklung Ihrer Architekturfähigkeit. Das Erheben, Abstimmen und Kommunizieren von Architekturanforderungen erledigen Sie in der Querschnittsphase Requirements Management. Die TOGAF ADM definiert das Wie des Architekturmanagements, also das M im ERM. Aber wie stellen Sie sicher, dass auch die Brücke entsteht und nicht ein Turm oder ein Tunnel gebaut wird? Kommen wir zum zweiten wichtigen Teil der TOGAF Architecture Development Method. Eine Enterprise Architecture zu konzipieren ist das eine, diese dann auch zu realisieren das andere. Der TOGAF-Standard macht bei der Architekturentwicklung nicht Halt. Vielmehr gibt Ihnen das Framework mehrere Techniken für die Architecture Governance an die Hand. Das Governance-System steuert und prüft die tatsächliche Umsetzung der Zielarchitektur. Die Architecture Governance ist immer ein Teil Ihrer Corporate Governance. Wiederum gehört zur Architecture Governance auch die Governance der 4 verschiedenen Architekturdomänen. Es entsteht damit eine Hierarchie von Governance-Strukturen, bei der jede ihre eigenen Prozesse, Rollen und Aufgaben trägt. Das ist vergleichbar mit der Governance eines Landes wie Deutschland. Steuerung und Prüfung findet hier auf Bundesebene, Landesebene sowie auf der kommunalen Ebene statt. Durch Architecture Governance entsteht Ihre geplante Enterprise Architecture nicht nur auf dem Papier, sondern in der Wirklichkeit Ihres Unternehmens. Der TOGAF-Standard betrachtet das Enterprise Architecture Management wie jede andere Fähigkeit in Ihrer Organisation. Dazu ein Gedankenexperiment.
Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Restaurantbesitzer. Eine Fähigkeit ist die Beschaffung von Lebensmitteln, eine andere die Zubereitung von Speisen. Wieder eine andere Fähigkeit ist die Lieferung von Essensbestellungen. Auch ERM ist eine Fähigkeit. Der TOGAF-Standard unterstützt Sie beim Aufbau dieser internen Enterprise Architecture Capability. Dazu definiert das Rahmenwerk nutzbare Aufbau- und Ablaufstrukturen. Eine einmal etablierte EA-Fähigkeit hilft Ihnen auf strategischer, taktischer und operativer Ebene als Bindemittel zwischen den Stakeholdern. Aber wie können Sie die Architecture Capability ganz praktisch aufbauen? Genau, durch eine gezielte Weiterbildung. Vertiefen Sie den TOGAF-Standard und lassen Sie sich zum Enterprise-Architekten zertifizieren. Die gute Nachricht? Die Dachorganisation der Open Group hat ein Zertifizierungsprogramm aufgelegt. Schließen Sie sich weltweit über 180.000 Unternehmensarchitekten an und qualifizieren Sie sich für den TOGAF Foundation und Practitioner. Die Zertifizierung setzt eine bestandene englischsprachige Prüfung voraus. Einmal erlangt, ist sie weltweit unbegrenzt gültig und damit Ihr lebenslanger Karrierebooster. Die TOGAF-Zertifizierung ist ein Nachweis über Ihre internationalen Kompetenz als Enterprise Architect. Und die notwendige Prüfung? Die bestehen Sie durch fokussierte Vorbereitung, flexibel im Selbststudium oder in einem gemeinsamen Training. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos sind 180.000 Personen weltweit für TOGAF zertifiziert. 180.000 zertifizierte Enterprise-Architekten. Wow! Wenn auch Sie sich zum TOGAF Enterprise Architekten weiterbilden möchten, bieten wir von Palladio Consulting 2 Einstiegswege. Weg 1, den kostenfreien Videokurs Enterprise Architecture Management mit dem TOGAF-Standard. In der Videobeschreibung unten finden Sie den Link zur Anmeldung. Oder Weg 2, unser akkreditiertes TOGAF-Training Enterprise Architecture, entweder als E-Learning oder Classroom-Kurs inklusive Prüfungsvoucher für Ihre Zertifizierung. Bis zum nächsten Mal und denken Sie daran: Gute Architektur entsteht nicht zufällig.